Oh, Carla, komm rein. Hallo. Du willst sicher zu mir. Susanne! Entschuldigung. Carla, das kann so nicht weitergehen. Diese Unsicherheit. Ich will wissen, ob du weiter mit mir zusammen sein willst. Willst du das denn? Natürlich. Hast du dich schon für Lars entschieden? Ich habe mich entschieden. Schon lange. Und für immer. Als ich dich geheiratet habe. Carla, ich liebe dich. Und nur dich. Das musst du mir glauben. Das tue ich. Dieser Kuss, können wir den nicht einfach vergessen? Ja, ich schon. Und unsere Tochter bestimmt auch. Tochter? Ja. Wir bekommen ein Mädchen. Ist das nicht toll? Hoffentlich wird sie pflegeleichter als du. Die scheint sehr ganz schön erwischt zu haben. Ja, das stimmt. Nach Cecils Tod, da hätte ich nie gedacht, dass ich mich überhaupt noch mal verlieben kann. Und als es dann doch passiert ist... Stellt sich raus, dass Sarah deine Schwester ist. Ja. Spätestens zu dem Zeitpunkt wollte ich von dem ganzen Liebesquatsch nichts mehr hören. Man darf die Hoffnung auf Liebe im Leben nie aufgeben, hörst du? Nie. Auch wenn es manchmal ganz schön schwer fällt. Eine wunderschöne, weise Schwester. Du hast so recht. Aber ich bin wirklich glücklich mit Jana. Auch wenn ich es mir am Anfang überhaupt nicht vorstellen konnte. Das muss ja nicht immer Liebe auf den ersten Blick sein. Ja, das stimmt. Jana tut mir einfach gut. Sie ist immer da für mich. Am Anfang dachte ich zwar, es sei nur Freundschaft, aber mittlerweile weiß ich ganz bestimmt, dass es mehr ist. Guten Morgen. Geht es Johannes schon besser? Na, Hauptsache, du hast gut geschlafen. Sag mal, Konstantin, wie war das eigentlich, als Vater den Herzinfarkt gekriegt hat? Bitte? Das ist doch in Degenhardts Büro passiert. Und du warst dort? Was wolltest du von Degenhardt? Verdammt nochmal, was habt ihr mit Vater gemacht? Nichts. Ach, und von nichts kriegt er einfach einen Infarkt, oder was? Ihr habt ihn noch in die Mangel genommen. Ich schwöre euch, es tut mir total leid, was mit Johannes passiert ist. Hör auf zu lügen! Das ist doch einfach nur widerwärtig. Erzähl den anderen doch mal, wie du Johannes zugesetzt hast. Aber dazu bist du jetzt zu feige. Das stimmt nicht, das stimmt so nicht. Johannes wollte dich abtreiben lassen. So einen Unsinn hast du ihm unterstellt. Du bist schuld an seinem Zustand. Deine Worte hätten ihn beinahe ins Grab gebracht. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Arschloch. Klar, aber ich hab's verstanden. Adrian hat versucht, mich gegen euch auszuspielen. Ja. Und das ist ihm gelungen. Zum Glück hat Vater dieser miesen Ratte die Holding nicht überschrieben, aber es bleibt dabei. Du hast uns verraten. Wie konntest du jemals auch nur eine Sekunde daran glauben, dass Johannes dich abtreiben lassen wollte? Ein schlechter Charakter traut eben anderen auch nur das Schlechteste zu, nicht wahr? Tja, ich frage mich ernsthaft, wie es mit dir weitergehen soll. Das können Sie sich lange fragen. Ich für meinen Teil wohne keine Sekunde länger mit ihm unter einem Dach. Was hat er dir getan, dass du ihn so behandelst? Ich wollte das doch nicht, das müsst ihr mir glauben. Wieso glaubt ihr mir das denn nicht? Ich würde es am liebsten alles wieder rückgängig machen. Wie willst du das denn machen? Das sind doch nur armselige Sprüche. Naja, wenigstens die bleiben mir erspart, wenn ich nicht mehr hier wohne. Ich glaube, das Problem können wir auch anders lösen. Unser Bonsai-Brutus hier packt seine 7 Sachen und verschwindet. Und zwar sofort. Du bist doch bestimmt erschöpft nach dem Flug. Musst du wirklich gleich ins Büro? Wie geht es Johannes? Hallo. Ich habe gerade noch mal mit ihm telefoniert. Er ist tapfer. Leonhard ist ja bei ihm. Ach, am liebsten würde ich gleich zu ihm in die Klinik fliegen. Aber ich komme hier im Moment einfach nicht weg. Wie sieht es denn mit Ihrer Scheidung aus? Haben Sie schon einen neuen Termin? Nein.
Arno besteht auf dem Trennungsjahr. Halt mich da raus, bitte. Bitte sagen Sie Johannes nichts davon. Er freut sich so, dass wir heiraten, wenn er wieder gesund ist. Ich möchte nicht, dass er sich zusätzlich aufregt. Sicher. So, aber jetzt lasse ich euch allein. Ihr hattet ja in der letzten Zeit kaum einen ruhigen Moment für euch. Da sagst du was. Es ist auch nur im Moment so hektisch. Bald sind wir eine richtige Familie mit einem eigenen Zuhause. Apropos, unser Bauantrag ist endlich durch. Wirklich? Ja. Aber bis das Haus fertig ist, wird es noch eine Weile dauern. Mindestens ein halbes Jahr. Ach komm, das schaffen wir auch noch. Ich vermisse dich wirklich. Und wenn ich schon mal auf dem Schloss übernachte, dann muss ich mir von Arno anhören, ich sei eine Überläuferin. Und bei uns zu Hause geht's auch nicht. Und dass er sich beruhigt? Ich glaube, das wird dauern, nach dem, was Elisabeth erzählt hat. Weißt du was? Ich glaube, ich habe da die Lösung all unserer Probleme. Dann lass mal hören. Lass dich überraschen. Lass die Augen zu. Ja. Was ist denn das jetzt für eine Überraschung? Gleich. Okay. Mach sie auf. Eure Dienstwohnung? Unser Dienst Penthouse. Unser zurzeit leerstehendes Penthouse. Ich liebe dich. Ich liebe euch. Und wir lieben dich. Wow. Das nenne ich mal einen Ausblick. Heißt das, du könntest dich daran gewöhnen? Schon. Mit den paar kostbaren Stunden, die wir hier verbringen, schaue ich lieber dich an. Wer redet denn von ein paar Stunden? Ich weiß, du musst dich eigentlich um Lisa und deinen Vater kümmern, aber könntest du dir vorstellen, hier mit mir zu wohnen, solange wir unser Haus bauen? Ich habe keine Ahnung, wo die Chefin bleibt. Die wollte schon längst hier sein. Na, habt ihr mich schon vermisst? Bitte ein Champagner, Angelo. Charlie, wenn du schon mit mir zum Kaffee verabredet bist, dann solltest du vorher vielleicht keine Shopping-Orgien einplanen. Du wirst mir dankbar sein, wenn du siehst, was ich eingekauft habe. Ist das nicht süß? Charlie, ich weiß, du hältst deine Figur seit 30 Jahren. Aber meinst du nicht, dieses Teil könnte ein klitzekleines bisschen kneifen? Also, jetzt laufe ich mir schiefe Absätze für deine Tochter und ernte nur Spott und Hohn. Ist das Ganze nicht ein bisschen früh? Ich meine, woher weißt du denn überhaupt, ob die Sachen passen? Du, ich habe gleich in mehreren Größen eingekauft. Du glaubst nicht, was für süße Sachen es für kleine Mädchen gibt. Ich konnte gar nicht wieder aufhören. Das sehe ich. Und jetzt kommt der Clou. Oh Gott, sind die winzig. Ich wusste gar nicht, dass Babys so kleine Füße haben. Naja, es sei denn, deine Tochter erbt deine Quanten. Meine Tochter. Gib's zu, du bist schon richtig aufgeregt. Erst war alles so unpersönlich. Die Samenspende. Naja, mit Susanne war es ja dann schon etwas persönlicher. Du meinst den Kuss? Ich meine, dass du in Susanne verliebt bist. Warst, Charlie. Ich war in Susanne verliebt. Aber das ist doch völlig egal jetzt. Ich werde Papa. Oh, ich habe mich so nach dir gesehnt. Ja, das merke ich. War das das Baby? Ja, die Kleine ist in letzter Zeit sehr mobil. Hallo, meine Süße. Ich glaube, sie schläft jetzt. Warte. Heidi, ich habe schon solche Sehnsucht nach dir. Und ich habe Sehnsucht nach dir. Nicht jetzt. Was soll ich machen? Du magst es eben eher klassisch. Kein Sex vor dem Dinner. Das holen wir nach. Obwohl langsam komme ich mir beobachtet vor, wenn wir zwei... Lass uns zu Charlie und Lars gehen. Ja.
Meinst du, es gibt in der Größe auch Fußballschuhe? Du wirst ja wohl warten können, bis dein Kind laufen kann, bevor du es auf den Bolzplatz schleppst. Hallo? Da ist ja dein Nachwuchs. Ja, samt Mutter, aber das scheint hier, glaube ich, niemanden zu interessieren. Doch, natürlich. Carla, setz dich. Nein, danke, wir gehen gleich essen. Und den Aperitif, den kann ich auch im Stehen nehmen. Das kommt gar nicht in Frage. In deinem Zustand, jetzt setz dich. Ich habe keine Zustände. Ich bin auch nicht krank, ich bin lediglich schwanger. Ach, Carla, das hat Lars doch nicht so gemeint. Das sind die Hormone. Wie geht's denn meiner kleinen Nichte? Darf doch? Hallo, meine Süße. Hier ist deine Tante Charlie. Du wirst staunen, was für schöne Sachen ich für dich besorgt habe. Hör auf. Das kitzelt. Was ist denn los? Nichts. Du hast doch was. Du warst von dem Schneiders schon so gereizt. War ich das? Ist mir gar nicht aufgefallen. Wenn du dich über irgendetwas geärgert hast, dann sag es mir bitte. Mir ging Charlies und Lars Getue einfach total auf die Nerven. Das Baby hier, das Baby da. Charlie hat keine eigenen Kinder. Sie freut sich, ist doch irgendwie süß. Es geht auch nicht nur um Charlie. Sondern? Du behandelst mich nur noch wie ein wandelndes Wohnmobil. Was soll das denn jetzt heißen? Dass du dich überhaupt nicht mehr für mich interessierst. Dir geht es nur noch um das Baby. Carla, das redest du dir ein. Du bist für mich immer noch so begehrenswert wie am ersten Tag. Davon habe ich nichts gemerkt. Und nicht nur heute. Ich habe unser Baby gespürt. Da konnte ich an nichts anderes mehr denken. Geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Lars fängt auch schon damit an. Guck mal, der Strampler. Und die süßen Schuhe. Reden wir jetzt über unser Kind oder über Lars? Ich hab's dir schon erklärt, Lars ist für mich kein Thema. Ich liebe dich. Ja, aber du willst nicht mehr mit mir schlafen. Es liegt an diesem Bauch, oder? Ich bin doch für dich nur noch eine Gebärmaschine. Carla, mit oder ohne Bauch. Du bist für mich die Schönste auf der Welt. Susanne, ich bin müde. Ich weiß. Und ich habe Rückenschmerzen. Du Ärmste. Ich würde jetzt wirklich viel lieber Schwimmen gehen? Das ist wirklich schön. Ich will dich endlich wieder lächeln sehen. Das ist dir gelungen. Was ist denn? Ich komme mir so dumm vor. Ach komm, wir lassen all unsere Probleme draußen. Unseren dummen Streit vergessen wir. Für die nächsten 2 Stunden gibt es nur uns 2. Ich gehe da aber nicht alleine rein. Meinst du denn wirklich, ich habe mir die ganze Mühe nur für dich gemacht? Diese Hormonschübe. Ich war doch nie empfindlich oder nah am Wasser gebaut. Ich habe dich mit meiner Freude auf das Kind total überrannt. Es gibt nichts, wofür du dich entschuldigen müsstest. Ich muss mich entschuldigen, weil ich dir das Gefühl gegeben habe, dich nicht mehr zu begehren. Au! Oh. Also bei aller Freude über das Kind, aber ich bin wirklich froh, wenn ich meinen Bauch wieder für mich alleine habe. Und meinen Rücken. Nach der Geburt erholst du dich erstmal und ich kümmere mich um die Kleine. Und dann gibt's ja auch noch Charlie und Lars. Die stehen bestimmt jeden Tag auf der Matte. Ja, Lars. Fragt sich nur, ob es ihm wirklich um seine Tochter geht. Carla, Lars hat akzeptiert, dass wir beide zusammengehören. Ich weiß. Er freut sich genauso wie wir auf das Kind. Tut mir leid. Kleiner Hormonschub? Ja.
Guten Morgen. Bist du schon lange wach? Immer noch trifft's wohl besser. Geht's dir nicht gut? Ist was mit dem Kind? Ich habe die ganze Nacht nachgedacht. Worüber? Ja, Guten Morgen, Frau Gräfin. Der wurde gerade für Sie abgegeben. danke. Von wem? Lars, Freundliche Grüße und viel Spaß, Lars. siehst du, das meine ich. Er lässt dich einfach nicht in Ruhe. Er lässt uns nicht in Ruhe. Das sind 2 Konzertkarten. Er will dir damit zeigen, dass er unsere Liebe akzeptiert. Er hat ein schlechtes Gewissen, weil er dich immer noch liebt. Er möchte einfach nur, dass alles so wird wie früher, damit wir unser Kind gemeinsam aufziehen können. Gut, jetzt sage ich dir mal was. Das Projekt Großfamilie, das ist gestorben. Ich will Lars nicht mehr in unserem Leben sehen. Und vor allem nicht in dem unserer Tochter. Das wäre immer noch besser gewesen als Mr. Adonis, nicht wahr? Hallo, Gregor. Hi. Ist Lars da? Was? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hallo, Susanne. Hallo, Lars. Hast du einen Moment Zeit? Ja, natürlich. Ist irgendwas mit dem Kind? Mit dem Kind nicht. Mit der Mutter. Oh, die Konzertkarten. Tja, laute Musik ist wohl nicht so gut für schwangere Frauen. Carla glaubt noch immer, dass du verliebt in mich bist. Sie ist total eifersüchtig. Hat sie denn einen Grund dazu? Nein, natürlich nicht. Sie glaubt, du tust alles, um an mich ranzukommen. Ich rede mit dir. Halt dich bitte aus unserem Leben raus. Was? Es ist das Beste, glaub mir. Das Beste für wen? Lars, bitte versteh doch. Ich verstehe sehr gut. Ich bin der Depp, mit dem man alles machen kann. Das ist doch nicht wahr. Carla will alles, richtig? Sie will mein Kind, das wir gemeinsam erziehen wollten. Und sie will die Frau, die ich liebe. Ich bin ihre Frau. Ich gehöre an Carlas Seite. Ja, natürlich, aber... Ich weiß es doch. Aber anscheinend hat Carla recht. Wir haben versucht zu verdrängen, was passiert ist. Aber es geht nicht. Es ist das Beste, wir sehen uns nicht wieder. Was? Susanne, bitte, nein! Nett, dass du mal wieder vorbeischaust. Es geht um Carla und mich. Wir wollen zusammenziehen. Das ist ja jetzt nichts Neues. Ja, bevor unser Haus fertig ist. Wir sehen uns so wenig. Und jetzt, wo sie schwanger ist und das Penthouse steht leer. Na, Lisa ist bestimmt glücklich, mich alten Zausel nicht mehr ertragen zu müssen. Wieso? Ist irgendwas passiert? Alles in Butter. Aber für ein paar Monate noch mal umziehen? Kann ich nicht hier so lange bleiben? Von mir aus, wenn Papa nichts dagegen hat. Solange sie mir nicht auf der Nase rumtanzt. Einer muss doch auf dich aufpassen, Opa. Carla und mir wird es gut tun, wenn wir eine Weile zu zweit sind. Ich weiß doch auch, dass du dich auf das Kind gefreut hast. Aber was soll ich machen? Ich finde das nicht fair. Du bist immerhin der Vater. Herr Schneider, Hallo. hast du einen Tisch für uns? Ich hoffe, du hast das mit Lars geklärt. Für euch doch immer. Hallo. Kommt bitte mit. So, sucht euch was Schönes aus. Ich bin gleich wieder bei euch. Es ist unglaublich, dass Elisabeth jetzt auf ihrem Eigentumsrecht besteht. Aber ich kann ihre Wut auf Konstantin verstehen. Ach, Kinder, lasst uns das Thema wechseln. Es reicht, wenn Elisabeth und ich uns streiten. Herr Schneider, wollen Sie sich zu uns setzen? Carla, ich kann verstehen, dass die Situation für dich nicht leicht ist.
Lars, bitte. Nichts, Lars, bitte. Euer Kind ist auch mein Kind. Ich bin bereit, auf alles zu verzichten. Aber ich verzichte nicht auf mein Kind. Lars, wir hatten das doch geklärt. Carla will mich ausboten. Soll ich das einfach so hinnehmen? Ich finde es unmöglich, wie du dich hier aufführst. Susanne hat dir gerade klar gemacht, dass wir keine Einmischung wünschen. Wie bitte? Einmischung? Soll ich dir mal was sagen? Ich habe mich auf dieses Kinderding nur eingelassen, weil wir abgesprochen hatten, dass ich als Vater einbezogen werde. Sonst wärst du jetzt nicht schwanger? Müsst ihr das unbedingt hier besprechen? Im Gegensatz zu dir denke ich einzig und allein an das Kind. Du denkst bei allem nur an dich. Was ist denn hier los? Kann ich euch irgendwie helfen? Keine Sorge, die beruhigen sich gleich wieder. Schön wär's. Ich warte an der Theke. Was bitte? Glaub nicht, du könntest mit der Kleinen tun und lassen, was du willst. Als biologischer Vater habe ich auch meine Rechte. Tja, da du keinen gemeinsamen Lebenszusammenhang mit dem Kind haben wirst, wäre ich mir da nicht so sicher. Können wir das nicht irgendwann in Ruhe besprechen? Es geht mich nichts an, Herr Schneider, aber vielleicht sollte man diese Dinge erst besprechen, wenn das Baby da ist. Dann hat man doch ganz andere Probleme und ist froh, wenn wenigstens der Umgang geregelt ist. Aber jetzt, Lars, bleiben Sie bitte friedlich. Carla ist hochschwanger. Jede Aufregung Was ist... verlange ich denn? Dass ich mein Kind sehen darf. Das sollte doch eigentlich selbstverständlich sein. Ja, ich weiß auch nicht, weshalb sie sich so dagegen sperrt. Offensichtlich hat Carla sich da in etwas verrannt. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich will doch nur verhindern, dass das zu meinen Lasten geht. Aber manchmal ist es besser abzuwarten, bis sich die Probleme womöglich von alleine lösen. Und wenn das nicht passiert, soll ich einfach so tun, als ob das Kind nicht existiert? So, der Kamillentee wird Ihnen gut tun. Danke. Und was Lars betrifft, keine Sorge, ich will mich nicht einmischen, aber wäre Ihnen ein Vater lieber, der sich gar nicht um sein Kind kümmert? Also ein anonymer Samenspender hätte durchaus seine Vorteile. Aber genau das wollten wir eigentlich nicht. Wir haben uns damals für Lars als Vater entschieden. Und ich finde, wir sollten dazu stehen. Vielleicht haben Sie recht. Ich sollte abwarten, bis sich die Gemüter beruhigt haben. Und dann noch mal versuchen, das Thema anzuschneiden. Um eine Lösung zu finden, mit der alle leben können. Vor allem die Kleine. Um die geht es doch schließlich. Damit sie alles bekommt, um glücklich zu werden. Wenn Lars sich wirklich nur um das Kind kümmern und sich nicht ständig an dich ranmachen würde. Das tut er doch nicht. Natürlich tut er das, ich bin doch nicht blind. Wenn das Kind erst mal da ist, dann haben wir genug um die Ohren. Ich will nicht noch ständig darauf achten müssen, ob er die Finger von dir lässt. Warum konnte ich mich bloß nicht zurückhalten? Ich weiß doch, dass Carla in dem Zustand nicht besonders belastbar ist. Also sich jetzt Vorwürfe zu machen, das bringt niemandem etwas. Ja, aber ich hätte Rücksicht nehmen müssen. Hinterher ist man immer schlauer. Immerhin ging es um ihr Baby. Ich hätte auf Susanne hören und die beiden in Ruhe lassen sollen. Aber nein, ich musste ja diesen Streit vom Zaun brechen. Ja, aber wollte Susanne denn nicht, dass Sie als Vater Kontakt zu dem Kind halten? Naja, im Prinzip schon, aber ich glaube, es ist lieber, dass ich mich im Hintergrund halte. Ja, wie jetzt? Warum drückt sie sich so unklar aus? Ich weiß doch, wie wichtig ihr das war. Sie sollten der Vater des Kindes sein, kein anderer. Warum stellt sie sich jetzt dagegen? Das tut sie doch gar nicht. Jedenfalls nicht mit Absicht. Entschuldigung, aber das ist mir zu hoch. Ich meine, es ist ja nicht ihre Schuld, dass das alles so kompliziert ist. Ja, wessen Schuld ist es? Meine. Ich habe mich in Susanne verliebt. Im Moment hat Carla nur Angst, dass ich ihr Susanne wegnehme. Aber das Schlimme ist, sie hat sogar recht damit. Ich liebe Susanne. Auch wenn ich weiß, dass das verrückt ist.
halb so schlimm. Nur eine harmlose Kreislaufschwäche. Gott sei Dank, ich dachte schon, Sie würden dich hier behalten. Carla, das war alles meine Schuld. Es tut mir leid. Ich hätte nicht so stur sein dürfen. Gehen wir nach Hause? Ich habe noch einen wichtigen Termin. Schönen Abend noch. Du hast den Arzt gehört. Kein Stress, kein Koffein, keine spannenden Filme. Ab jetzt ist Ruhe angesagt. Dazu brauchst du mich nicht zu überreden. Ich leg mich hin. Bis später. Bis später. Ich komme gleich nach. Endlich kannst du mit Carla zusammenziehen. Freust du dich nicht? Dafür musste ich erst bei dir ausziehen. Glaubst du, das ist mir leicht gefallen? Lars Schneider. Stimmt's? Er liebt dich. Er hat es mir gesagt. Du weißt, wie sehr ich Lars Schneider schätze. Ich hätte mir einmal gut vorstellen können, ihn als Schwiegersohn zu haben. Aber heute denke ich, du kannst es Carla nicht antun. Du hast recht. Ich glaube, es ist besser, wenn ich Lars bis zur Geburt nicht wiedersehe. Ich muss für Carla da sein. Alles andere würde mich nur ablenken. Ihr werdet ein wunderbares Baby bekommen. Und glaubt mir, danach wird alles einfacher.